9, 10, 11, 12 Uhr. Meine liebe Irene, ich gratuliere dir zu deinem 21. Geburtstage und wünsche dir von ganzem Herzen... Augenblick. Die Geburtstagsrede halte ich. Bitte? Liebe Irene, liebe Gäste. Moment bitte, Moment, ja? Die Geburtstagsrede halte ich selbstverständlich. Was sagst du dazu? Ausgeschlossen. Du bist doch der Jüngste. Aber Du kommst zuletzt dran. Streitet euch doch nicht. Da sich die Herren doch nicht einigen können, ist es wohl am besten, wenn ich als Vater für uns alle spreche. Bravo. Ja. Liebe Irene, wir wollen keine großen Worte machen. Du weißt, wie sehr wir dich alle lieb haben. Deine 3 besten Freunde und ich. Wir wünschen dir also zum heutigen Tage alles Schöne und Gute. Danke. Wohlsein. Wohlsein. Prost, Irene. So. Und jetzt bekommt jeder von uns einen Geburtstagsgruß. Ah, endlich. Ich danke euch allen. Also das war wirklich eine wunderbare Geburtstagsrede. Kommen Sie, setzen wir uns gemütlich zum Kamin. Brauchen eine Zigarette, ja? Große Idee. Darf ich einen Moment sprechen, Irene? Was willst du denn, Tommy? Irene, wir kennen uns jetzt schon viele Jahre und ich glaube, ich bin in dieser Zeit dein treuester und bester Freund geworden. Ich war immer da, wenn du mich brauchst. Ich weiß, Tommy, du bist ein guter Kerl. Ja, aber ich will mehr sein, Irene. Mehr als immer nur ein guter Kerl. Viel mehr. Irene, willst du nicht meine Frau werden? Oh, das ist doch nicht dein Ernst, Tommy. Ich habe es ja gewusst, dass du mich auslachen wirst. Aber glaube mir, ich kann nicht mehr so neben dir herlaufen. Ich kann nicht zuschauen, wie dir die anderen den Hof machen. Eifersüchtig? Ja. Ja, Irene. Ich weiß auch, dass das alles keinen Zweck hat. Ich weiß auch, dass dir Frank besser gefällt, weil er männlicher ist als ich und dass dir vielleicht Axel besser gefällt, weil er eine Uniform trägt. Tommy, sei nicht taktlos. Irene, Thomas, was habt ihr denn so Geheimnisvolles miteinander zu flüstern? Wir kommen schon, Papa.
ganz gerne mal so einem alten Schlossgeist begegnen. Was glaubt ihr, was das für ein Interview geben würde für mein Blatt? Beispielsweise, wie oft spuken Sie nachts? Oder haben Sie auch mal dienstfrei? Oder hat Ihnen Ihr Beruf Freude gemacht bisher? Ja, wir lachen darüber. Aber es gibt in unserem Leben Dinge, die uns unbegreiflich und rätselhaft erscheinen. Ja. Nicht wahr, Herr von Elster? Wie? Warum fragen Sie gerade mich? Oh, weil ich gerade zufällig an das blaue Zimmer denke. Was sollen diese alten Geschichten? Ach, was denn für ein blaues Zimmer? Ach, nichts. Gar nichts. Tommy meint sicher den blauen Salon hier im Schloss, den seit 20 Jahren niemand mehr betreten hat. Seit 20 Jahren? Das wird ja immer geheimnisvoller. Es spukt wohl im blauen Zimmer. Nein, es spukt nicht. Aber vor 20 Jahren sind im blauen Zimmer 3 Menschen unter rätselhaften Umständen ums Leben gekommen. Was? Bleiben, es sind Gäste da. Musst du mich hier lassen, Paul? Das ist unmöglich. Kommen Sie wieder, wenn alles schläft. Ich möchte von diesen rätselhaften Verbrechen wirklich nicht sprechen. Das gehört der Vergangenheit an. Nein. Lieber Herr von Hellberg, jetzt haben Sie uns neugierig gemacht, jetzt müssen Sie erzählen. Ja, bitte, Papa. Nein, ich spreche wirklich nicht gern davon. Ja, aber wenn wir Sie darum bitten... Ja, vielleicht finden wir eine Lösung des Rätsels. Das glaube ich nicht, lieber Axel. Eigentlich ist auch gar nicht viel zu erzählen. Das sind jetzt genau 19 Jahre her. Irene war noch ein ganz kleines Mädel. Damals war meine Schwester auf ein paar Wochen zu Besuch. Dankeschön. Zu Besuch gekommen. Sie schlief im blauen Salon, der manchmal als Fremdenzimmer diente. Eines Abends. Wir hatten bis Mitternacht hier in der Halle gesessen, da hörte ich, als ich gerade zu Bett gehen wollte, um 1 Uhr aus dem blauen Zimmer einen gellenden Schrei. Ich stürzte über den Korridor, klopfte gegen die Tür. Keine Antwort. Wir brachen das Schloss mit Gewalt auf. Das blaue Zimmer war leer. Leer? Das Fenster stand weit offen und unter dem Fenster fanden wir im Schlamm des Wassergrabens meine Schwester tot. Ein Unglücksfall also. Ja, das glaubte ich damals auch. Und ich würde heute noch daran glauben, wenn nicht 4 Monate später mein bester Freund wieder nachts 1 Uhr, zur selben Stunde also, im blauen Zimmer erschossen aufgefunden worden wäre. Ach, Selbstmord ist ausgeschlossen? Ausgeschlossen. Mein Freund lebte in sehr guten Verhältnissen. Er hing am Leben. Wir hatten uns in bester Laune getrennt, als um 1 Uhr aus dem blauen Zimmer der Schuss fiel. Eine Waffe, die auf Selbstmord hindeutete, war nicht zu finden. Also beide Unglücksfälle um 1 Uhr. Und der dritte? War ein Kriminalbeamter. Ein Kriminalbeamter? Der sich in den Kopf gesetzt hat, eine Nacht in dem blauen Zimmer zu verbringen. Man fand ihn am nächsten Morgen mit grauem, verzerrtem Gesicht tot auf dem Boden liegend. Herzschlag. Durch Aufregung hervorgerufen, sagte der Arzt. Seltsam. Ja, merkwürdig. Können Sie jetzt verstehen, dass ich seit dieser Zeit das Zimmer nicht mehr betreten habe? Natürlich. Nur unser Diener Paul, der den Schlüssel hat, räumt hin und wieder auf. Herr Schatten, was ist denn plötzlich los? Wir sind doch auf keiner Beerdigung. Jetzt werde ich zur Abwechslung euch einmal eine Geschichte erzählen. Ja. Da. Der Tee, Herr von Hellberg.
Mein Gott, bin ich erschrocken. Hammerkind. Das kommt von den alten Geschichten. Ach, reden wir von was anderem. Ja. Sprechen wir davon, wie der Mann aussehen muss, den Irene einmal heiraten wird. Oh, gute Idee. Aber Kinder. Nicht ausweichen. Bitte. Irene sagt uns, wie der Mann aussehen muss. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, hübsch muss er natürlich sein. Hübsch! Tommy, geh raus. Jung muss er sein. Babylein, kannst wieder reinkommen. Und Mut muss er haben. Mut? Mut habe ich. Tommy Lein als mutiger Held. Jung Siegfried. Ihr könnt mich ruhig auslachen. Ich werde euch schon beweisen, dass ich Mut habe. So, da bin ich aber sehr neugierig. Ich werde heute Nacht im blauen Zimmer schlafen. Thomas, reden Sie keine Dummheit. Nein, ich meine das vollkommen im Ernst. Ich möchte Irene beweisen, dass ich kein Feigling bin. Na? Macht ihr mit? Mein lieber Tommy, ich will dir mal etwas sagen. Wir glauben dir alle, dass du ein mutiger Kerl bist. Aber was du da machen willst, das ist Blödsinn. Hast also Angst, ja? Lieber Junge, damit fängst du mich nicht. Du kannst mir glauben, ich habe in meinem Beruf schon manches Abenteuer erlebt. Aber lass ihn doch. Ich finde das sehr spannend. Es gibt einen guten Artikel für meine Zeitung. Also Tommy, ich mache auf alle Fälle mit. Also gut, machen wir den Scherz mit. Aber das ist ja Wahnsinn. Im Gegenteil. Ich mache einen Vorschlag. Na? Jeder von uns dreien wird eine Nacht im blauen Zimmer zubringen. Ich fange an. Ich bin der Jüngste. Gut. Aber eins müssen wir uns versprechen. Wenn einem von uns etwas zustößt, darf das den anderen nicht abhalten, die nächste Nacht im blauen Zimmer zuzubringen. Einverstanden? Gemacht. Ist das nicht ein furchtbarer Kindskopf? Ich habe also euer Wort. Hast du, mein Junge, hast du. Ist gerade 12:30. Paul, bringen Sie den Schlüssel vom blauen Zimmer. Hast du nicht wirklich, Herr Träger? Ja, Sie sollen. Bitte tut es nicht. Also ich habe gewarnt. Man soll das Schicksal nicht herausfordern. Doch, gerade. Vielleicht gelingt es einem von uns, das Rätsel zu lösen. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr von Hellberg. Uns tun die Geister nichts. Und wenn Sie den bei Tag sehen, die Geister, dann bringen Sie ihn sicher wieder zurück. Aha, also hier ist diese Geisterbehausung. Schließen Sie auf, Paul, ja? Ich warne Sie, Herr Thomas. Auf dem blauen Zimmer liegt Ein furchtbarer Flug. Ja, ich weiß schon, aber trotzdem, bitte öffnen Sie. Machen Sie Licht, Paul. Das ist also das geheimnisvolle blaue Zimmer. Sieht doch ganz wohnlich aus. Na, das ist ja schließlich Geschmackssache. Sagen Sie, Herr von Hellberg, Ja. das ist das Fenster, aus dem damals... Ja, es liegt etwa 10 Meter über dem Schlossgraben. Hier, neben dem Spinett, lag mein Freund. Und fast an derselben Stelle fanden wir 2 Tage später den Kriminalkommissar. Nun sagen Sie, Herr von Hellberg, das war also vor... Ja. Wie unheimlich das klingt. War denn das Zimmer immer von innen verschlossen? Tja, das ist ja das Seltsame. Und nicht die geringste Spur ließ auf die Anwesenheit einer zweiten Person schließen. Komisch. Warst du es vielleicht, du alter Aufbritter, du? Na, Tommy, wie steht's jetzt mit deinem Mut? Noch kannst du zurück. Ich bleibe selbstverständlich. Tommy, bitte lass wenigstens die Tür offen. Aber Irene, um mich brauchst du doch keine Angst zu haben. Mir passiert bestimmt nichts. Na, Tommy, mittlerweile ist es 1:45 geworden, also in dein goldenes Bett träum recht schön. Morgen um 9 Uhr beim Frühstück, wie immer. Ja, Geistererlebnisse erzählen. Gute Nacht, mein Junge. Gute Nacht. Sag Tommy.
Geht im blauen Zimmer. Der Wand im Morgenslack. Gib ihm ein Zeichen. Du. Hm? Axel. Ja, was denn? Hörst du? Tommy. Ja? Du, Axel, sag mal, glaubst du wirklich an den ganzen Schwindel? Ja, natürlich. Ach, wirklich? Ach, du. Gute Nacht. Gute Nacht. Tommy, ich hab's in meinem Zimmer nicht mehr ausgehalten. Ich hatte plötzlich so furchtbare Angst. Aber Irene... Doch, Tommy, ich fühle, dass sich etwas vorbereitet. Etwas ganz Entsetzliches. Bitte, Tommy, bleib heute Nacht nicht in diesem Zimmer. Das geht nicht. Warum nicht? Weil mich doch sonst die anderen auslachen würden. Aber das wäre mir ganz egal. Wenn ich wüsste, dass du Angst um mich hast. Weil du mir doch näher stehst als all die anderen Menschen. Du, wenn ich das wüsste, ich... Tom! Verzeih. Ich bleibe selbstverständlich. Gute Nacht, Tommy. Gute Nacht, Irene. Eben 1 geschlagen. Na, wenn schon. Du, Axel, hör doch mal. Was denn? Wenn nun Tommy doch etwas zustößt. Was soll ihm denn zustoßen? Sei mal ruhig. Was ist denn? Sei doch mal ruhig. Hörst du? Das ist ja merkwürdig. Was denn? Hellbergs Auto ist eben fortgefahren. Was? Mitten in der Nacht? Ja. Was das wohl zu bedeuten hat? Ja. Das wirst du ja morgen früh erfahren. Du, was denn? Ist nichts mehr zu hören. Nein. Wahrscheinlich schläft Tommy schon. Jedenfalls besser als ich. Na, also gute Nacht, du schlaf endlich.
Hallo, Herr Thomas? 8:30. Was ist denn los, Frau? Thomas antwortet nicht. Gehen Sie mal weg. Hallo, Tommy, aufmachen. Tommy, mach doch keine dummen Witze. Mach doch auf, Tommy. Ist was passiert, um Gottes Willen? Tommy antwortet nicht. Das ist doch nicht möglich. Tommy, mach doch auf, Tommy. Er rührt sich nicht. Seid doch mal still. Ruhig. Ich höre nichts. Was machen wir jetzt? Brechen wir die Tür auf. Los, Los, komm. Sehr. Das Fenster. Das will. Könnt ihr das verstehen? Das Fenster war doch gestern Abend geschlossen. Genau wie damals. Dabei geht doch alles mit rechten Dingen zu und es kann doch nur ein Unglücksfall geschehen sein. Ja, aber wie? Ja, aber wie? Vielleicht hat Tommy gestern Abend Angst bekommen, das Fenster geöffnet und sich zu weit hinausgelehnt. Ich werde sofort den Fluss absuchen lassen. Ich komme mit, Herr Verhälter. Axel, ist das nicht entsetzlich? Unser armer Tommy. Beruhig dich, Irene, wir müssen ja Tommy finden. Haben Sie schon gehört? Was denn, Betty? Herr Thomas ist verschwunden. Verschwunden? Ja. Gerade habe ich gehört, wie Herr Axel und das gnädige Fräulein darüber sprachen. Er hat heute Nacht in den verhexten Herr Paul? Was ist denn das? Ist das wirklich wahr mit Herrn Thomas? Ja, ja. Mein Gott. Entsetzlich. Ja, ich habe ihn gewarnt. Er hat noch nicht ausgelacht. Ich sage euch das blaue Zimmer. Komm, Erich. Komm, Max. Naja? Was nicht in Ordnung? Muss nur die Zündung erbringen. So. Wohl heute Nacht passiert. Wieso heute Nacht? Wie kommen Sie darauf? Na, Herr Frank erzählte mir, dass er den Wagen heute Nacht um 1 Uhr auf der Landstraße gesehen hätte. Das muss ein Irrtum sein, Herr Bring. Der Wagen ist seit gestern Morgen nicht aus der Garage gekommen. So. Na, da hat sich eben Herr Frank geirrt. Lass ihn nicht stören. Morgen. Warten Sie hier. Es ist rätselhaft. Ja. Nun? Nichts. Bloß das da haben wir gefunden. Tommys Zigarettenvieh? Es lag etwa 50 Meter vom Schloss entfernt am Ufer. Am Ufer? Ja. Die Sache wird immer unverständlicher. Ob wir nicht doch lieber die Polizei benachrichtigen? Warten wir, bis der ganze Fluss abgesucht worden ist. Vielleicht finden wir Tommy doch noch. Hoffentlich. Ich kann an einen bloßen Unglücksfall nicht glauben. Ich will reden! Los! Gottes Willen, was ist Irene! Sie hörte das gnädige Fräulein um Hilfe rufen und stürzte hierher. Irene! Axel ist er fort? Wer denn? Was ist denn geschehen, Irene? Ein fremder Mann hat mich eben hier überfallen. Fremder Mann? Haben Sie irgendetwas Verdächtiges bemerkt, Paul? Nein, Herr von Hellberg. Das gnädige Fräulein muss sich irren. Es kann niemand hereingekommen sein. Alle Türen sind fest verschlossen. Aber ich habe ihn doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Der Kerl existiert bestimmt. Und ich sage euch, der Bursche kommt wieder. Meinen Sie? Vielleicht eher, als wir alle glauben. Ja. Vorausgesetzt, dass Sie die Polizei nicht benachrichtigen. Warum? Na, weil er dann gewarnt ist. Überlassen Sie mir den Burschen, ich werde den persönlich erledigen. Ich schlafe heute Nacht hier im blauen Zimmer.
Na, Was willst du denn? hast du dir das überlegt? Ja. Ich will nichts mehr von dir wissen. Ah, gut. Dann werde ich eben den anderen erzählen, was heute Nacht passiert ist. Das wirst du nicht tun. Doch. Du wirst noch an mich denken, du. Kanaille. Was wollt ihr hier? Was haben Sie hier rumzuschnüffeln? Verzeihung, Herr Paul, ich wollte nur... Ja, ist schon gut. Gehen Sie schlafen. Frank, ich bitte dich, geh nicht ins blaue Zimmer. Aber Irene, natürlich gehe ich. Seitdem ich weiß, dass dieser Spuk mit sehr natürlichen Dingen zugeht, da freue ich mich direkt darauf, Bekanntschaft zu machen mit unserem Geist. Aber du, wenn du das geringste Geräusch Ich hörst... weiß, dann schieße ich. Na? 6 Schuss werden hier wohl genügen, denke ich. Hm? Oh, 12:30, höchste Zeit. Geister sind im Allgemeinen sehr pünktlich. Na, sitzt doch nicht so traurig da, ihr braucht doch keine Angst zu haben. So, das nehme ich mit. Vielleicht trinke ich noch Brüderschaft mit unserem Schlossgespenst. Schlaf, Irene. Nacht, Axel. Na, Frank. Wird schon schief gehen, was? Irene. Nacht. Willst du nicht schlafen gehen, Irene? Nein, Axel, lass mich bei dir bleiben. Ich fürchte mich in meinem Zimmer. Aber du... Wo ist denn dein Vater? Vater ist schon vor einer Stunde schlafen gegangen. So. Schrecklich, dass man Tommy bisher noch nicht gefunden hat. Entsetzlich. Und wenn nun Frank auch etwas zustößt? Aber ich bitte dich, Frank. Frank ist doch ein ganzer Kerl. Der passt höllisch auf. Bei Tommy, da war es lediglich ein Unglücksfall. Und wenn nun doch etwas passiert? Axel, versprichst du mir, dass du da nicht im blauen Zimmer wachen wirst? Ja, natürlich verspreche ich dir das. Schon aus dem einfachen Grunde, weil Frank nichts passieren kann. Gott sei Dank. Axel, willst du wirklich die ganze Nacht hier bleiben? Ja, selbstverständlich. Es ist doch auf alle Fälle besser, wenn ich in der Nähe bin. Gut, dann bleibe ich auch. Irene, du kannst doch nicht die ganze Nacht... Hörst du? Frank, du siehst, wie leicht er die ganze Geschichte nimmt. Ach, Axel, ich habe so grauenhafte Angst. Geh, hol doch Frank zurück. Ich soll Frank zurückholen, aber Irene, wir lachen uns alle aus.
Es ist gleich 1. Hab doch keine Angst, Irene. Es passiert doch nichts. Na? Ist doch alles in bester Ordnung. Irene. Es hat jemand im blauen Zimmer geschossen. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Du! Komm, komm, Irene, bitte bleib draußen. Ich bitte dich. Was passiert? Ja, Frank. Was denn? Er schoss. Allmächtiger Gott. Wir müssen sofort die Polizei benachrichtigen. Paul, verbinden Sie mich mit Kriminalkommissar Schuster? Ich komme gleich nach und spreche selbst mit Ihnen. Also bitte gehen, ich komme sofort. Kein Schuss abgefeuert. Hallo, ihr Kriminalpolizei? Hallo, hier Trink. Ist dort Kriminalkommissar Schuster? Nein, ich muss Herrn Kriminalkommissar Schuster persönlich sprechen. Kommissar Schuster kommt erst um 6 Uhr früh zurück. Um was handelt es sich denn? Mord? Wo? Schloss Hellberg? Ich werde Kommissar Schuster benachrichtigen, sobald er eintrifft. Ich denke, dass er gegen 9 Uhr bei Ihnen sein kann. Danke. Schuster kommt. Gott sei Dank. Kennen Sie ihn? Ein ausgezeichneter Beamter. Na, hoffentlich befreit er uns von diesem entsetzlichen Spuk. Was ist das? Mein Gott, da. Da. Es klingelt jemand im blauen Zimmer. Nicht möglich. Ich habe das selbst abgeschlossen. Aber hören Sie ihn nicht? Kommen Sie, Paul. Na, bitte, 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 bleiben Sie. Also daher kam das Klingeln. Ja, aber wie kommt die Katze hierher? Ich habe doch die Tür eben selbst abgeschlossen. Sagen Sie, Paul, gibt es noch einen zweiten Schlüssel? Nein, Herr Brink, davon ist mir nichts bekannt. Aber es kann doch niemand hier gewesen sein, während ich mit der Polizei telefonierte. Denn aus Ein Augenblick. Marie, Ja? Sie soll mal raufkommen, der Kriminalkommissar. Wie? Ja. Verdammt undurchsichtig, Herr Kommissar. Na, wir werden schon dahinter leuchten, verehrter Herr Brink. Na ja, kommen Sie nur herein. Na, setzen Sie sich nieder. Bitte? Na also. Ich glaube, jetzt sind wir vollzählig. Herr Brink, bitte wollen Sie sich ebenfalls setzen. Wer hat den Toten zuerst gesehen? Und der Diener Paul. Später kam Freundin Irene dazu. Wo waren Sie, wie der Schuss fiel? Hier in dieser Halle. Ich saß mit Freundin Irene dort drüben in der Rauchecke. Wann hörten Sie den Schuss? Ein paar Sekunden nach 1. Danke. Der Diener, bitte. Sie haben den Schuss auch gehört. Jawohl. Da kommen Sie näher.
Wo waren Sie, als der Schuss fiel? In meinem Zimmer. Ich wollte gerade schlafen Wo gehen. befindet sich Ihr Zimmer? Im anderen Seitenflügel. Danke, Sie können sich setzen. Hören Sie mal, Krieger. Herr von Hellberg, bitte. Haben Sie auch den Schuss gehört? Nein, ich schlief fest. Ich war schon gegen 11 Uhr zu Bett gegangen, weil ich mich nicht wohl fühlte. Ich erwachte erst, als ich Lärm und Schritte auf dem Korridor hörte. Danke, Herr von Hellberg. Ach, das ist ja sehr interessant. Herr Diener, bitte noch einmal. Ich habe Sie noch eine Kleinigkeit zu fragen. Bitte kommen Sie näher. Sie sagten eben, Sie hätten den Schuss in Ihrem Zimmer gehört. Ja. Wie lange nach Ihnen traf der Diener im blauen Zimmer ein, Herr Brink? Wir kamen beide zu gleicher Zeit an. Ah, das war merkwürdig. Man hat soeben festgestellt, dass der Weg von Ihrem Zimmer bis zur Tür des blauen Zimmers, selbst bei größter Eile, mindestens 3/4 Minuten dauert. Nicht wahr, Herr Krieger? Jawohl, Herr Kommissar. Wie kam es also, dass Sie gleichzeitig mit Herrn Brink vor dem blauen Zimmer anlangten? Na? Ich warte auf Ihre Antwort. Na, dann will ich Ihnen die Antwort geben, mein Lieber. Sie waren nämlich gar nicht in Ihrem Zimmer, als der Mord passierte. Stimmt's? Ja, na sehen Sie. Wo waren Sie also um 1 Uhr nachts? Ich war auf dem Korridor. Ich wollte noch einmal genau nachsehen, ob auch alle Fenster fest verschlossen waren. Um 1 Uhr nachts? Das ist ja hochinteressant. Früher war wohl gar keine Gelegenheit dazu. Ja, durch das Verschwinden des Herrn Thomas. Ich meine, ich konnte nicht schlafen und Sie konnten nicht schlafen, Sie Ärmster. Nur dann setzen Sie sich nieder. Das Hausmädchen Marie, bitte. Herr Kommissar, ich habe überhaupt nichts gehört. Ich habe ganz fest geschlafen. Ich habe Herrn Frank bestimmt nicht erschossen, Herr Kommissar. Ja, ja, schon gut. Heulen Sie nun nicht gleich los. Ich fresse Sie ja nicht. Der Chauffeur, bitte. Haben Sie den Schuss gehört? Nein, ich schlief bereits um diese Zeit. Außerdem hätte ich den Schuss gar nicht hören können, weil die Chauffeurwohnung viel zu weit vom Schloss entfernt ist. So, noch eine Frage. Wo waren Sie in der Nacht, als Herr Thomas Brandt im blauen Zimmer schlief? In meinem Zimmer, Herr Kommissar. Herr Brink hat mir aber vorhin erzählt, wie sein Freund beobachtet hätte, dass der Wagen um 1 Uhr nachts die Garage verließ. Na, ich warte auf Ihre Antwort. Ich weiß davon nichts, Herr Kommissar. Glauben Sie ihm nicht, Herr Kommissar. Er lügt. So, Sie scheinen ja genau orientiert zu sein. Kommen Sie mal her, mein Kind. Na also, was haben Sie mir zu sagen? Ich habe genau gesehen, dass er heimlich mit dem Wagen weggefahren ist. Das ist nicht wahr. Natürlich ist das wahr. Ich stand hier direkt hinter der Garagentür und konnte alles beobachten. Du lügst ja. Du lügst. Na, Moment mal, nur Ruhe. So geht das ja nicht. Einer von euch beiden lügt. Ich weiß nur nicht, wer besser lügt. Er, Herr Kommissar. Ich habe ihn genau gesehen. Und wie ich ihm das draußen auf dem Korridor gesagt habe, da hat er mich gepackt und geschüttelt. Ja, Ruhe, Ruhe. Wann war denn das? Eben, vor 5 Minuten, als wir hier hereingingen. Mir tut jetzt noch alles weh. So hat er mich geschüttelt. Herr Kommissar, ich muss Sie herzlich bitten, dass Sie... Augenblick. Gute Zigarre. Hm? Schmeckt schön. Hm? Gehört Ihnen? Jawohl. Hm. Wissen Sie auch, dass der Mann ein großer Künstler ist? Er hat es nämlich fertiggebracht, sie zu würgen und zu schütten, ohne dass ihm auch nur ein Stäubchen von der Zigarrenasche heruntergefallen ist. Warum haben Sie also gelogen? Warum verdächtigen Sie diesen Mann? Herr Kommissar, ich habe nicht... Wissen Sie nicht, dass Sie sich mit solchen Unwahrheiten höchst verdächtig machen? Ich könnte Sie jetzt verhaften lassen. Jawohl, Herr Kommissar, das wäre das Richtige. Ruhe. Herr Kommissar, bitte... Ich will auch alles sagen. Na, was denn noch? Ich habe gestern Nacht einen fremden Mann im blauen Zimmer gesehen. Wann soll denn das gewesen sein?
Gegen 1:15, kurz bevor Herr Frank ins blaue Zimmer ging. Sie irren Sie, Sie können sich übrigens setzen. Irren Sie sich vielleicht nicht wieder. Der fremde Mann scheint mir reichlich unglaubwürdig. Aber Herr Kommissar, ich habe ihn doch ganz genau erkannt. Wen? Raus, raus mit der Sprache. Der fremde Mann, der gestern Nacht im blauen Zimmer war, der war nämlich nicht allein. Und Sie kennen den anderen, der bei ihm war. Wer war es denn? Haben Sie meine Frage nicht gehört? Ist er vielleicht hier? Wo denn? Herr von Hellberg? Stimmt das, Herr von Hellberg? Nein, Herr Kommissar. Das Mädchen lügt. So. Können Sie sich übrigens setzen. Lügt. Sie sind also um 11 Uhr schlafen gegangen. Jawohl, Herr Kommissar. Und erst durch den Lärm aufgewacht. Ja. Wann kamen Sie ins Mordzimmer? Das kann ich Ihnen nicht mehr so genau sagen. Ach, pardon, Herr von Hellberg. Sie kamen doch ganz kurz nach uns ins blaue Zimmer. So. Na, was hat der Herr von Hellberg an? Wieso? Natürlich noch denselben Anzug wie jetzt. Aber sehr interessant. Ich dachte, Sie haben zu dieser Zeit geschlafen. Wie konnten sich denn in ein paar Minuten umziehen? Hä? Dürfen es mir nicht verübeln, Herr von Hellberg, wenn ich Ihnen nicht bedingungslos glaube. Dagegen kann ich mich nicht wehren, Herr Kommissar. Ich muss Sie jedenfalls alle dringend ersuchen, das Schloss bis auf Weiteres nicht zu verlassen. Telefonieren Sie bitte um weitere Beamte. Jawohl, Herr Kommissar. Danke, meine Herrschaften, Sie können gehen. Sie bleiben. So, jetzt werden wir beide uns noch ein wenig miteinander unterhalten. Sie scheinen ja über die letzten Nächte genau informiert zu sein. Also bitte, was haben Sie mir noch etwas zu sagen? Ja, Ja, was? als ich gestern Abend über den Korridor kam... Wann? 12 Uhr. Hm? Stand Paul, der Diener, am Flurfenster und machte mit einer Taschenlaterne so komische Zeichen nach außen. Ja, weiter? Ja, weiter war nichts. Jetzt werde ich Ihnen etwas sagen. Warum drücken Sie sich denn so spät nachts in der Garage herum? Was machen Sie denn so spät auf dem Korridor? Warum treiben Sie sich denn die halbe Nacht auf dem Schloss herum, anstatt schlafen zu gehen? Und woher wissen Sie jedes Mal so präzise die Zeit? Na, so ein Biest wie bei dir. Hast du gehört, wie die mich reinlegen wollte? Hast du denn wirklich nichts ausgefressen, Max? Ach, Blödsinn. Das heißt, vorgestern Nacht war ich doch wirklich mit dem Waren weg, das stimmt schon. Das siehst du? Was soll das heißen, das siehst du? Weißt du, wo ich war? Na? Da drüben im Dorf bei der Kleinen vom Gastwirt. Ach so. Mit der mache ich nämlich, wenn hier alles schläft, meine kleinen Nachtfahrten. Meine neue Freundin. Ist nicht möglich. Das ist doch möglich. Deswegen ist eben die Betty eifersüchtig, weil ich nichts mehr von ihr wissen will. Natürlich. Deswegen hat sie mich bei dem Kriminellen beim Alten reinlegen wollen. Das ist eine tolle Gemeinheit. Ja. Na, Gott sei Dank, dass die Sache jetzt raus ist. Welches Fenster war es also? Hier stand Herr Paul. Aha. Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht denken, dass Herr von Hellberg mit der ganzen Angelegenheit zu tun hat. Der Gedanke ist geradezu absurd. Mit inneren Stimmen und Gefühlen kann die Polizei nicht arbeiten, mein lieber Herr Brink. Ja, während ich mit der Polizei telefonierte, stand doch Herr Hellberg neben mir. Er kann doch gar nicht die Fingerspuren weggewischt haben. Das behauptet ja auch niemand. Trotzdem kann er mit dem Menschen, der die Tat begangen hat, in Zusammenhang stehen. Ausgeschlossen. Ausgeschlossen! Ich kann verstehen, dass Sie Herrn von Hellberg so bedingungslos verteidigen, aber wie erklären Sie sich seine Beziehung zu dem fremden Mann, mit dem ihn die Zofe nun mal gesehen hat?
Los, Mauer. Ja, aber wie ist die Katze hierher gekommen? Ich hatte doch den Schlüssel in der Tasche. Durch die Luft kann sie doch nicht geflogen sein. Na, ganz einfach. Es existiert eben noch ein zweiter Schlüssel. Ja, aber wer hat denn den? Ja, wer hat denn den? Wenn ich das wüsste, Herr Brink, brauchte ich jetzt nicht vor Ihnen zu knien. Ja, Herr Kommissar. Also herein mit ihm. Guten Abend. Holen Sie Herrn von Hellberg, Fräulein Irene und die Zofe her. Jawohl, Herr Kommissar. Setzen Sie sich. Danke. Ich stehe lieber. Ganz wie Sie wünschen. Was wollten Sie hier im Schloss? Das möchten Sie wohl gerne wissen. Was? Haben Sie meine Frage nicht verstanden? Verstanden schon. Aber ich werde Ihnen nicht darauf antworten. Na, ich werde Sie schon zum Sprechen zwingen. Da kommen Sie nur näher, meine Herrschaften. War das der Mann, der mit Herrn von Hellberg aus dem blauen Zimmer kam? Ja, das ist ja der Mann, der mich überfallen hat. Ich muss Sie jetzt bitten, Herr von Hellberg, mir über die Beziehungen zu diesem Menschen reinen Wein einzuschenken. Und wenn ich mich weigere? Dann muss ich Sie als Mitwisser der beiden Verbrechen verhaften lassen. Also, ich warte auf Ihre Antwort. Ja. Es hat ja doch keinen Zweck mehr. Also gut, ich werde reden. Nein. Doch. Kann ich Sie 5 Minuten allein sprechen? Ja, ja, bitte. Darf ich die Herrschaften bitten, das Zimmer zu verlassen? Passen Sie Krüger auf diesen Mann auf. Also, was haben Sie mir zu sagen? Was ich Ihnen sagen will, das hat mit den beiden Verbrechen auch nicht das Geringste zu tun. Der Mann, den Ihr Beamter eben mitgenommen hat, ist mein Bruder. Was? Ja. Und noch mehr. Er ist auch der richtige Vater von Irene. Ist das wahr? Ja. Mein Bruder ließ seinerzeit, nach dem Tode seiner Frau, Irene als Kind, mittellos zurück. Ich erzog sie als meine Tochter. Und nur nach 20 Jahren wendete er sich total heruntergekommen an mich und bat mich um Geld. Und zwar hier im blauen Zimmer. Nur unser Diener Paul wusste davon. Und wie erklären Sie sich den Überfall auf Ihre Tochter? Überfall? Nein, Herr Kommissar. Sein Herz ist mit ihm durchgegangen, als er nach 20 Jahren sein Kind wiedersah. Ja, sagen Sie, Herr von Hellberg, warum haben Sie mir das nicht alles früher schon gesagt? Warum erst jetzt? Bitte sehr, Herr Kommissar. Ich verstehe wirklich... Naja, es war ja auch nur so ein momentaner Gedanke von mir. Ja, ich werde die Angelegenheit üben. Dann kann ich also gehen. Bitte? Ich möchte Sie bitten, zu niemandem, vor allem aber nicht zu meiner Tochter, zu Irene darüber zu sprechen. Selbstverständlich, selbstverständlich. Na? Schwinde. Tja. Axel, glaubst du wirklich, dass Vater mit der furchtbaren Sache zu tun hat? Ich kann es mir nicht denken, Irene. Papa! Gott sei Dank. Was denn, Kind? Mach mich nicht nervös. Komm. Komm, ich möchte mich hinlegen, schlafen und nichts mehr denken. Etwas Neues, Herr Kommissar? Tja, Hellberg hat zwar eine Erklärung abgegeben. Na und? Mir kommt die ganze Geschichte ein bisschen sehr romantisch vor. Ich habe das Gefühl, der Mann ist nicht aufrichtig. Sie halten Hellberg also für schuldig? Jedenfalls weiß er mehr, als er sagt. Hören Sie, Herr Kommissar? Ja? Ich habe mir die Sache überlegt. Ich werde heute Nacht doch im blauen Zimmer schlafen. Was? Ja. Sie wollen wirklich? Ja. Ich will und muss der Sache auf die Spur kommen. Das lässt mir keine Ruhe. Und wenn ich selbst dran glauben müsste. Ja. Ist Hellberg wirklich schuldig? Wie Sie annehmen, Herr Kommissar? Ach Gott. Dann passiert heute Nacht nichts. Wieso? Weil er gewarnt ist. Hm. Haben wir es aber mit einem dritten, unbekannten Gegner zu tun?
dann kommt er heute Nacht mit Bestimmtheit wieder. Möglich. Aber Sie wissen, dass Sie sich in höchste Lebensgefahr begeben. Ja, gewiss. Passen Sie mal auf. Ich habe eine Idee. Na? Hören Sie mir einen Augenblick zu. Bleiben also unten in meinem Zimmer. Ja. Ihre Beamten sind offiziell nach Hause geschickt worden? Vor einer Stunde. Hoffentlich sind unsere Vorbereitungen nicht umsonst. Das Haus ist umstellt. Ja, wir müssen eben Geduld haben. Einmal wird unser Gegner schon in die Falle laufen. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Vorsicht. Natürlich. Zwei Minuten vor 1. Fluch doch mal, kein Mensch hier. Schaff die Puppe weg. Das war ganz in der Nähe, schon wieder. Wir müssen die Wand durchbrechen. Ruhe! Herr Kommissar, Herr von Hellberg ist aus deinem Zimmer verschwunden. Verdammt nochmal, sofort 3 Mann weg. Das ganze Haus durchsuchen. Hinter dieser Mauer muss es sein. Schon wieder. Holen Sie ein Beil, aber rasch. Ein Menschenleben ist die Gefahr.
einen hier, die anderen vorwärts. Thomas? Das wirst du alles nicht verstehen, Irene. Sie geben also den Mord an Frank Färber zu? Ja. Ich hatte erkannt, dass nur Axel oder Frank Irene etwas bedeuten. Da ließ mich der Gedanke nicht mehr los. Diese beiden Menschen müssen aus ihrem Leben verschwinden. Na, glauben Sie denn dann wirklich, dass Fräulein Irene Sie geheiratet hätte? Ich weiß nicht. Ich war ja wie irrsinnig. Der Zufall kam mir zur Hilfe und einen Abend vor Irenes Geburtstag entdeckte ich diesen geheimen Zugang zum blauen Zimmer und mein Plan stand fest. Na und? Da ist nicht mehr viel zu sagen. Ich brachte am Abend das Gespräch auf das blaue Zimmer und nutzte den Aberglauben aus und ich machte den Vorschlag, dass jeder von uns eine Nacht in diesem blauen Zimmer schlafen sollte. Ja, und auf diese Weise wollten Sie sich Ihrer Nebenbuhler entledigen. Einmal hätten Sie doch wieder auftauchen müssen. Hm? Ja. Ich weiß nicht, ich hätte irgendetwas erfunden. Ich hätte irgendeine Geschichte erzählt. Ja. Herr von Hellberg, ich muss Sie um Verzeihung bitten. Ich hatte Sie lange Zeit im Verdacht. Ich weiß, Herr Kommissar. Darum bin ich heute Nacht auf eigene Faust losgegangen, um den Mörder zu erwischen. Na, nichts für ungut. Na los, vorwärts. Axel, ich kann es nicht fassen, doch nicht möglich. Glaub mir, Irene, er ist ein unglücklicher Mensch. Er weiß ja Gott sei Dank nicht, was er getan hat.